In meiner Studie habe ich mich mit der Klimaerwärmung beschäftigt. Wir wissen, dass das Klima der Erde geprägt wird durch ein Gleichgewicht zwischen der Energie, die wir durch sichtbares Licht von der Sonne bekommen, und die langweilige Wärmestrahlung, die die Erde zurück ins All ausstrahlt. Und wenn wir jetzt CO2 emittieren, dann zerstören wir dieses Gleichgewicht, da CO2 ein Treibhausgas ist, welches einen Teil dieser Wärmestrahlung absorbiert. Das führt dann dazu, dass sich Energie auf der Erde ansammelt und sich die Temperatur auf der Erde erhöht. Die gute Nachricht ist, dass eine wärmere Erde allerdings auch mehr Wärmestrahlung abstrahlen kann und daher erreicht die Erde dann bei einer höheren Temperatur wieder ein Gleichgewicht. Das bedeutet, dass wie viel Grad Erwärmung wir bekommen, zu einem sehr großen Anteil davon bestimmt wird, wie viel zusätzliche Strahlung die Erde abstrahlen kann, wenn sie sich um 1 Grad erwärmt. Und nachdem das eine sehr wichtige Größe ist, haben wir auch einen Namen dafür, das heißt Rückkoppelungsparameter. Und das heißt so, weil er eben von verschiedenen Rückkoppelungen im Klimasystem abhängt. Und ein Beispiel für so eine Rückkoppelung ist zum Beispiel, dass eine wärmere Atmosphäre auch mehr Wasserdampf enthält. Und dieser Wasserdampf wiederum ein Treibhausgas ist, welcher zusätzliche Wärmestrahlung absorbiert. In meiner Studie, die im Rahmen meiner Doktorarbeit entstanden ist, habe ich mir angeschaut, wie dieser Rückkopplungsparameter bei verschiedenen Wellenlängen der Wärmestrahlung aussieht. Wir wissen zwar, dass der Treibhauseffekt von Wasserdampf beispielsweise sehr stark von der exakten Wellenlänge abhängt, allerdings war sehr lange wenig bekannt darüber, wie der Rückkopplungsparameter bei diesen verschiedenen Wellenlängen aussieht. In den letzten Jahren gab es dazu einige Studien, welche sehr einfache Klimamodelle verwendet haben, um diesen Rückkopplungsparameter bei diesen verschiedenen Wellenlängen zu bestimmen. Allerdings haben diese Studien oft sehr stark vereinfachende Annahmen getroffen. Und deswegen wollten wir wissen, wie dieser Rückkopplungsparameter bei verschiedenen Wellenlängen eben in der echten Welt aussieht. Und dafür haben wir Satellitenmessungen genutzt, um diesen Rückkopplungsparameter eben für sehr viele verschiedene Wellenlängen zu bestimmen. Der Satellit, den wir dafür verwendet haben, der umkreist seit 2007 die Erde, wird auch beispielsweise für die Wettervorhersage verwendet und misst tatsächlich die von der Erde abgestrahlte Wärmestrahlung in über 8000 verschiedenen Wellenlängen. Und das erlaubt uns ein sehr präzises Bild vom Rückkopplungsparameter zu bekommen. Was uns überrascht hat, ist, dass wir festgestellt haben, dass der Rückkopplungsparameter bei Wellenlängen, bei denen der Treibhauseffekt von Wasserdampf sehr stark ist, tatsächlich deutlich stärker ist, als wir das davor erwartet hatten. Das bedeutet, dass bei diesen Wellenlängen die Erde deutlich mehr zusätzliche Strahlung abstrahlen kann, wenn sie sich erwärmt, als das in diesen sehr einfachen Klimamodellen vorhergesagt wurde. Im Wesentlichen gibt es für diesen Unterschied 2 Gründe. Der erste hat damit zu tun, wie Wasserdampf auf der Erde verteilt ist. Wir haben beispielsweise deutlich mehr Wasserdampf in den Tropen und nur sehr wenig in den Polregionen. Und der zweite Grund ist, dass wir zwar wissen, dass eine wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf enthält, aber wie viel mehr exakt ist nicht exakt bekannt und deswegen und selbst kleine Unsicherheiten in diesem Bereich können diesen Rückkopplungsparameter deutlich beeinflussen. Diese Ergebnisse können uns dabei helfen, die zugrunde liegenden physikalischen Prozesse besser zu verstehen und auch dabei helfen, Klimamodelle zu evaluieren. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann findet ihr das Paper jetzt hier unten verlinkt.